Also abgesehen davon, dass Sebi mal wieder alle erschossen hat, fand ich das richtig nett mit Fasching und so. Aber allzu oft brauche ich das auch nicht. Und jetzt steht schon wieder so eine Zwangsveranstaltung an. Meinst du Weihnachten? Ach nö, das hatten wir schon letztes Jahr. Da brauche ich keine Wiederholung von. Quatsch, ich meine Silvester, Böller, Krach und überall Besoffene. Was spricht dagegen? Ist doch eine klasse Angelegenheit. Dass du sowas gut findest, war ja wohl klar. Was soll das denn heißen? Dass du alles toll findest, was andere nervt. So ein Quatsch. Pierre konnte ich zum Beispiel gar nicht leiden. Und dich finde ich auch überhaupt nicht toll. Ach, jetzt bleib doch mal friedlich. Und hör vor allem auf, immer auf Eduard rumzutrampeln. Genau. Lass uns lieber konstruktiv an das Problem rangehen. Also ich habe zumindest keine Lust auf irgend so eine langweilige Silvesterparty mit Prost Neujahr und so ein Zeug. Ich auch nicht. Was haltet ihr denn davon, ein Anti-Silvester zu feiern? Du meinst, so wie unser Anti-Weihnachten letztes Jahr? Danke. Und was willst du dann machen? Durch die Gegend ziehen und Böller um dich schmeißen? Das mit den Böllern ist doch nur für Kinder und einfache Leute. Wir könnten doch einfach ein gesittetes Silvester feiern. Mit Bowle oder Mitternacht anstoßen oder gut. Das klingt ja furchtbar aufregend. Und überhaupt, warum soll man denn sowas feiern? Das nächste Jahr wird doch sicherlich genauso bescheiden wie dieses. Und es ändert sich doch sowieso nur eine Zahl. Aber zumindest ein bisschen knallen muss schon sein. Aber das machen doch schon alle anderen. Eben. Warum sollen nur die anderen ihren Spaß haben und ich nicht? Aber ich erschrecke mich doch immer so bei Explosionen. Also ein Böller muss mindestens sein, sonst mache ich nicht mit. Also gut, um des lieben Friedens willen. Aber nur einer. Und dafür machen wir dann auch Bleigießen. Bleigießen? Das ist religiöser Schlons. Da können wir ja gleich in die Kirche gehen. Das ist gar kein blöder Schlons. Das ist voll lustig. Ach ja? Bei mir sieht das, was rauskommt, immer ein bisschen arg nach Kackwurst aus. Naja, irgendwie passt das ja auch. Also beschlossene Sache. Beugen wir uns der Diktatur der Massen. So wie du das sagst, klingt das irgendwie negativ. Okay, ein paar Minuten haben wir noch. Was haltet ihr denn davon, wenn wir uns jetzt alle gute Vorsätze für das nächste Jahr ausdenken? Gute Vorsätze? Was für ein Quark. Die brechen wir doch alle spätestens morgen Abend wieder. Das gehört doch dazu. Außerdem muss man sich ja nichts Unmögliches vornehmen, wie etwa das Rauchen aufgeben oder weniger Alkohol trinken oder so ein Zeug. Wenn es ein bisschen realistischer ist, kann man sich auch besser daran halten. Ach, und was willst du dir da vornehmen? Weniger Sport treiben? Oder wie? Das ist ja Quatsch. Ich kann mir doch nicht weniger als nichts vornehmen. Aber ich könnte zum Beispiel weniger Sonnenbaden gehen im nächsten Jahr. Hä? Wann warst du denn dieses Jahr Sonnenbaden? Naja, immerhin war ich ohne Sonnenschirm im Park unterwegs. Da könnte ich nächstes Jahr gut drauf verzichten. Vor allem wegen dem Sonnenbrand, den du am nächsten Tag auf der Nase hattest. Also ich nehme mir vor, weniger in die Kirche zu gehen. Wie, warst du dieses Jahr in der Kirche? Ja, ich hab da mal mit Pierre einen Weißschuh rumgemacht. Und wenn euch der Pfarrer erwischt hätte? Hat er ja. Aber weißt du, 2 Männer sind besser als einer. Hast du auch so einen irrsinnig tollen, guten Vorsatz parat? Aber klar doch. Ich will nächstes Jahr kein Rosa tragen. Solange ich mich erinnern kann, hast du noch nie was Rosanes getragen. Eben. Das ist schon seit Jahren mein guter Vorsatz fürs nächste Jahr. Und ich halte mich immer dran. Dadurch habe ich ein gutes Gewissen und fühle mich wohl. Kinders, gleich ist soweit. Hol den Champagner. Oh, ich muss schnell noch meinen Knaller holen. Ich hoffe, du hast dich dran gehalten und nur einen Knaller gekauft. Ich hol schnell den Shampoos. Seht ihr? Nur ein Knaller, wie abgesprochen. Wo hast du den denn her? Den hat mir irgend so ein freundlicher Typ am Eck verkauft. War fast geschenkt. Und du meinst, mit dem Ding ist alles in Ordnung? Klar, hat er doch versprochen. Glaube ich zumindest. Glaubst du? Naja, er sprach halt nicht so gut Deutsch. Aber der Böller ist bestimmt okay. Wo ist denn der blöde Champagner? So ein Tag, so wie heute, so ein Tag. Ich glaube, ich hätte einen guten Vorsatz für Eduard. Eine Entziehungskur. Ihr seid immer so fies zu mir. Aber das ist mir so egal, weil, nämlich, ihr seid alle voll viel döver als ich. Und ich glaube, mir wird schlecht.
Aber nicht hier auf dem Wohnzimmerteppich kotzen. Ach, Menno, nix darf man. Na toll. Und womit stoßen wir jetzt an? Naja, wenn das neue Jahr so anfängt, wie das alte aufhört, wäre wohl Doppelkorn am passendsten. Hast du nicht einen noch billigeren Fusel? Nee, leider nicht. Achtung, Kinders, gleich ist es soweit. Oh, schnell den Knaller anzünden. Den kannst du doch nicht einfach im Wohnzimmer anzünden. Klar kann ich, klappt doch prima. Alle in Deckung! Ups. Na, das war ja wohl voll der Knaller. Und was ich dir noch sagen wollte, ich finde, du bist immer besonders gemein zu mir. Und dabei bist du doch eigentlich auch tot, Sebi. Und deswegen müssen wir doch zusammenhalten, nicht? Ach, weißt du, da bin ich ja so froh, dass du das auch so siehst, Sebi. Also denn, Prost. Wollen wir jetzt Blei gießen? Wenn's denn unbedingt sein muss. Aber ich weiß schon, was bei rauskommt. Na bitte, ich hab's euch ja gesagt. Was will mir das denn sagen? Ey, Uli, ich glaube, der war auch noch für dich. Hä? Ich hab mich doch schon ewig nicht mehr geritzt. Mindestens seit gestern. Also so langsam habe ich das Gefühl, wir sind alle insgeheim nur auf Sex fixiert. Was will mir der Künstler damit sagen? Oh toll, ein Ball mit einer Wunderkerze dran. Hey, der gilt nicht. Außerdem würde er jetzt erst recht nicht mehr an dich glauben. Sieh doch endlich ein, dass du die Wette verloren hast. Mir doch egal. Das war eh eine blöde Idee mit diesem Homo sapiens. Das Problem hätte sich früher oder später ganz von allein geregelt. Außerdem ist das kein Grund zum Schummeln. Das war nicht geschummelt. Ich habe der Geschichte ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Alter, das war geschummelt. Du bist einfach ein schlechter Verlierer. Bin ich nicht. Bist du doch. Bin ich nicht. Doch.